Willkommen zurück, ich bin Nessa und nachdem mein Tiny House letzte Woche nach 3 Jahren Wartezeit mit Hilfe eines 60 Tonnen Autokrans endlich den Stellplatz beziehen durfte, legt sich die Aufregung und es geht ans Wiedereinziehen. Ich mache also mal wieder Chaos, wir ziehen ein etwa 60 Meter LAN-Kabel und ich darf ein bisschen krasse Technik ausprobieren. Oh mein Gott. Kleiner Scherz. Ich habe es natürlich vorher schon gesehen. Wie hätte ich sonst die Kamera hier platzieren können? Das Einzige, was jetzt noch fehlt, abgesehen von Terrasse, Treppe, Aufgang zum Technikraum, Stellplatz fürs Fahrrad, ist mein Zeug. Ich habe außerdem die Gunst der Stunde genutzt und habe den Boden direkt schon nochmal geölt und ich finde, man sieht den Unterschied. Ich blende hier mal ein, wie es vorher aussah. Erinnert ihr euch eigentlich noch an diesen Klarlack, der immer gelb wurde, wenn er kein Licht gesehen hat? Ja. In so einer Situation überlegt man sich natürlich schon, ich könnte jetzt vielleicht auch alles anders einräumen. Aber im Tiny House ist das gar nicht so einfach, denn die meisten Möbel sind hier angepasst an ihre Orte, wo sie auch davor schon standen. Das heißt, vielleicht kann ich so ein bisschen was machen. Ich meine, im Laufe der letzten 2 Jahre habe ich ja schon gemerkt, dass das ein oder andere vielleicht minimal anders praktischer wäre. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es nachher ähnlich aussehen wie davor. Tiny House Besitzer können das nachvollziehen, was ich jetzt sage. Es ist extrem verstörend, wenn plötzlich das Licht morgens von der anderen Seite kommt. Und man sieht, wie dreckig die Fenster sind. Das auch. So, jetzt geht's ans Einräumen. Und nur falls ihr euch wundert, das Wasser ist bei uns gerade abgestellt, um die Wasserleitung für hier zu machen. Das heißt, statt Haare waschen gibt's heute mal eine Mütze. Das Bett ist als erstes dran. Ich bin immer noch ein bisschen stolz auf unsere Konstruktion. Allerdings ist der Stauraum nicht ganz so gut erreichbar wie ursprünglich gehofft, sodass ich hier kaum Dinge aufbewahre. Für extra Kissen und den Drucker reicht es, aber hätten wir Platz für Gasdruckdämpfer gelassen, hätte ich von diesen Kisten hier definitiv mehr. Derweil im Technikraum. Es muss mal wieder ein Loch in mein Haus gebohrt werden. An diesem Punkt keine Überraschung mehr. Weiter geht's mit dem Loft. Das will ich dieses Mal praktischer einräumen. Das Sofa stand bisher schief zum Fernseher, was hübscher aussah, aber für den Rücken weniger gut war. Ab heute also eine neue Ordnung, so bleibt das 4. Fenster auch frei und ich habe am Ende sogar mehr Platz als zuvor. Und dann ist es Zeit für den großen Moment. Naja, fast. Es bleibt noch viel zu tun. Guten Morgen oder vielmehr guten Mittag. Ich kümmere mich jetzt um diesen ganzen Kram hier, das heißt vor allem den Kleiderschrank wieder einräumen und was hier sonst noch so rumliegt. Und dann würde ich mich gerne der Theke widmen, denn was wäre ein besserer Zeitpunkt als jetzt, um die mal wieder zu ölen. Ist noch eine kleine Transportsicherung dran. Einfach nur nochmal, weil es so cool ist. Auch den Spind räume ich minimal anders ein als davor. Die Gelegenheit ist schließlich günstig. Dann ist es Zeit für eine kleine Pause mit einem warmen Winterporridge. Zum ersten Mal wieder im Haus essen seit dem Umzug. Es ist schon sehr komisch, dass sich dieser Ausblick jetzt so geändert hat. Man setzt sich hier hin und plötzlich sieht man was ganz anderes.
das jetzt hier mal anschaut, das ist definitiv sehr uneben und sieht auch einfach nicht mehr schön aus. Ich habe hier vielleicht am Anfang einfach nicht fein genug geschliffen, bevor ich das Topöl drauf gemacht habe. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall das andere Öl benutzen, das für hier unten auf dem Boden auch verwendet wurde. Das hat nämlich den Vorteil, dass es zumindest auf dem Boden eine extrem glatte Oberfläche gibt, die auch wirklich so gar kein Wasser aufnimmt. Da hatte ich hier immer so ein bisschen Probleme, deswegen gucken wir mal, ob es mit dem anderen besser funktioniert. So, bevor ich gleich gar kein Licht mehr habe. Es wird jetzt zwar staubig, weil ich habe nichts, was man mit einer Absaugung verwenden könnte. Und der Schwingschleifer, den finde ich jetzt tatsächlich zu aggressiv, vor allem hier für diese Kanten. Gute alte Handarbeit und ein bisschen Staub. Manchmal muss es sein. Vor der Arbeit noch einmal abwischen, dann 180er Papier drauf und los geht's. Ich habe vom letzten Mal gelernt, hier wirklich vorsichtig zu sein, weil man die Schleifspuren später oft noch sieht. Also alles ganz sachte. Man sieht auf jeden Fall die Stellen, an denen schon mal Speiseöl oder anderes ins Holz eingedrungen ist. Die Flecken kann ich so nicht mehr entfernen. Nach dem Schleifen nochmal abwischen und trocknen lassen und dann lege ich mit dem Hartwachsöl los. Das ist wie das Topöl auch für Kinderspielzeug geeignet und speichelecht, was auf der Küchentheke wichtig ist. Idealerweise geht man beim Schleifen und beim Ölen nur in Faserrichtung. Bei einer eingebauten Platte mit Löchern und Nachbarmöbeln ist das aber eher schwierig. Bevor also jemand meckert, ich weiß das. Das Ergebnis muss dann 8 Stunden trocknen und auslüften und ist am nächsten Tag bereit zur Inspektion. Es ist der nächste Tag und ich schaue mir das Endergebnis hier an und finde, es ist auf jeden Fall deutlich besser als mit dem Topöl davor. Ich werde jetzt mal ausprobieren, was passiert. Aber man sieht, die Tropfen ziehen nicht ein, sondern perlen ab. Das war das, was ich wollte. Na, hier kommt dann schon mal häufiger auch Wasser hin, gerade so hier am Rand. Und da ist es wichtig, dass das dann hier so abhält. Ich glaube, für den Moment ist es mal ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und gegebenenfalls dann einfach nochmal schleifen, nochmal ölen. Es ist halt Holz, da muss man ab und zu mal wieder was machen. Gerade vermisse ich so ein bisschen das Sonnenlicht, das ich normalerweise um diese Uhrzeit hier drin habe. Als ich noch da drüben stand, da sieht man, es ist alles in der Sonne. Hier ist deutlich mehr Schatten, vor allem im Winter. Das merkt man auch im Heizungsverbrauch, dazu vielleicht in Zukunft mal mehr, was sich da alles jetzt so ändert. Natürlich steht das Haus auch höher, also man hat diesen Abstand zum Boden, das macht auf jeden Fall auch was aus. Aber es ist einfach auch, dass von außen nicht so viel geheizt wird durch die Sonne. Leider kann man nichts machen, aber an sich habe ich hier natürlich ein bisschen besseren Ausblick. Also zumindest, wenn hier nicht mehr alles nur aufgehäufte Erde ist. Hier wird, glaube ich, noch so ein bisschen was angelegt. Hier habe ich so ein paar Ideen. Mal schauen, wann ich dazu komme. Jetzt bin ich erstmal noch mit was anderem beschäftigt, denn hier hinten im Badezimmer steht ja noch ein Projekt aus. Aus Trockentrenntoilette wird Spültoilette. Warum, das habe ich ja in einem früheren Video schon erklärt. Ich muss also jetzt mal messen, was da an Toilette so hinpassen würde und dann mal schauen, was für Modelle ich da finde. Spoiler, gar keine. Momentan ist wirklich alles ausverkauft. Ich habe jetzt was bestellt. Ob es ankommt, ist die andere Frage. Bevor es jetzt zu dunkel wird, zeige ich euch noch kurz, was wir eigentlich außen rund ums Haus noch alles so geplant haben. Und weil es draußen viel zu kalt ist, zeige ich euch das von hier. Das hier ist das Ende der Treppe im Moment, aber das bleibt nicht so. Hier kommt eine Terrasse hin, die blende ich euch hier mal ein. Die ist ungefähr 2 mal 4 Meter, also 2 Meter in die Richtung und 4 Meter in die Richtung. Und die hört ungefähr hier so auf. Die Haustür geht ja in die Richtung auf. Das heißt, es macht Sinn, dass da auch dann die Terrasse endet. Man kann vielleicht dann die Tür auch irgendwo feststellen, falls man im Sommer mal länger draußen ist, denn die fällt ja sonst von selbst auch wieder zu. Das heißt, der Bereich hier, das wird alles Terrasse und dann wird hier mit den Steinen, die hier schon liegen, ein Weg angelegt, so wie hier vorne ist noch ein Stellplatz für mein Fahrrad und für das kleine Flitzerchen, das ich euch demnächst mal noch zeige. Und hier auf der Seite, da kommt wahrscheinlich auch noch irgendwas. Ich würde eigentlich gerne hier noch einen Sitzplatz einrichten, weil hier hinten viel Wiese ist und ich hier auch ein bisschen privater bin. Aber das wahrscheinlich eher in der weiteren Zukunft, denn jetzt müssen wir uns erstmal um vorne kümmern. So sieht es hier also aktuell aus. Ziemlich unfertig, aber das wird schon alles. Ausklingen lasse ich diese erste Woche mit einer Kabelziehaktion, die ihresgleichen sucht.
Etwa 60 Meter Patchkabel vom Technikraum aus in den Keller meiner Eltern, vorbei an Wasser- und Stromleitungen, 3 Stockwerke hoch in den Speicher und zum Router und dann von meinem Technikraum aus in meinen Wohnraum. Alles in allem ein etwa 6-Stunden-Job, aber so kann ich jetzt endlich wieder einziehen. Es gibt noch viel mehr zu erzählen, aber das kommt alles noch. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist momentan alles ein bisschen chaotisch hier. So ist das, wenn man baut und umzieht. Wenn ihr nach mehr Ordnung sucht, schaut mal bei Windows unten rein und wir sehen uns nächste Woche.